Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Video begrüßen und heute geht es mal wieder um das Thema Scout. Beziehungsweise, was heißt wieder? Ich hatte euch bereits vor einem Jahr, glaube ich ungefähr, das Review zu der Modify Steyr Scout gemacht. War damals bereits eine sehr gute Federdruckknüfte out of the box. Und dann auf der IWA 2021 wurde bereits einmal die Elite-Variante vorgestellt und die hat es jetzt ebenfalls nach Deutschland geschafft. Bedeutet, wir schauen uns heute einmal diese Elite-Version von der Scout in Kooperation mit der Firma sniper-as.de an. Und hier werde ich euch einfach so ein kleines Update-Video machen. Denn natürlich, die meisten Komponenten sind 1:1 exakt identisch. Dementsprechend, wenn ihr hier mehr Infos braucht oder detailliertere Informationen zu dem ganzen System da innen drin, vom Zylinder, vom Piston, dann gerne einfach oben das Video zu der normalen Scout anschauen. Denn hier sind alle Bauteile bzw. alle Komponenten im Inneren 1:1 identisch. Bedeutet, die Elite wurde nur hier und da ein klein wenig verbessert bzw. überarbeitet. Gut Leute, macht euch vielleicht ein Bierchen auf und los geht's! Beginnen wir dieses Video wie üblich wieder mit dem Lieferumfang und mit den technischen Daten. So, im Karton von der Elite enthalten so ein Kombi-Patch aus ASG und Modify. Gut, ist in Ordnung, ist ein Patch dabei. 1,5 mm Inbus, wo ich bis jetzt keine Ahnung habe, für was ich den brauche. Wie gesagt, es ist einer dabei, keine Ahnung für was auf jeden Fall. Und eine kurze Gebrauchs- und Sicherheitsanweisung. Diese ist auch für Einsteiger wieder sehr verständlich und auch ausreichend alles drin erklärt. Also wer auch neu ist im Airsoft, mal kurz durchblättern, Bildchen anschauen, passt schon, das meiste ist eh selbsterklärend. So, dann wieder ein überteuertes Modify Mod 24 bzw. SSG 24 Magazin, ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten und dazu auch noch der passende Aufsatz bzw. Adapter für den Speedloader. So, der Adapter ist dabei, der Speedloader selbst ist leider nicht Bestandteil des Lieferumfangs und rein theoretisch braucht ihr den, was heißt rein theoretisch, eigentlich braucht ihr den Adapter auch nicht. Bedeutet, ihr könnt auch einfach hergehen, hier die Finger quasi so zusammenhalten, Speedloader ohne Aufsatz hernehmen, einfach die Mumpeln reindrücken. Also man braucht, wenn man nicht ganz dumm ist, auf gut Deutsch, braucht man nicht unbedingt diesen Aufsatz dafür. Aber gut, es ist einer dabei, der Speedloader nicht. Dann ein relativ langer Laufreinigungsstab ist auch noch enthalten. Und das total übertriebene 56er Glas da oben drauf. Das ZF ist selbstverständlich nicht Bestandteil des Lieferumfangs. So, von den technischen Daten bei der Elite hat sich natürlich ein bisschen was verändert im Vergleich zur originalen Scout oder zur klassischen Scout. Zunächst einmal bietet die Elite jetzt im vorderen Bereich ein Standard 14 mm Linksgewinde. So, jetzt werdet ihr euch denken, ja, dann schuster ich da problemlos meinen Schalldämpfer drauf, meinen Tracer drauf. Nö, macht ihr nicht, weil das Gewinde ist innenliegend und Modify ballert euch auch in den Karton keinen Adapter mit dazu. Also ihr braucht nochmal einen Adapter von 14 auf 14 eigentlich, aber halt innenliegend, da das Gewinde eben nicht außen ist. Finde ich schon wieder ein kleines bisschen schade. Ja, preisen sie an, jetzt mit Gewinde, aber legen keinen Adapter mit dabei. Bedeutet, out of the box kann ich damit überhaupt nichts anfangen mit dem Gewinde. Der nächste Punkt ist auch wieder beachten, wenn ihr da einen Trageriemen an die Scout dran bauen wollt. Gleiches Spiel wie auch bei der normalen Variante. Ihr habt zwar diese QD-Aufnahmen hier, die Sling-Swivel selbst sind aber auch wieder nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Bedeutet, wenn ihr da irgendwo einen Riemen befestigen möchtet, dann müsst ihr euch nochmal für ca. 35 Euro müsst ihr euch nochmal diese QD-Aufnahmen dafür separat auch nochmal dazu kaufen. Also jetzt ist das Modell schon deutlich teurer geworden und dennoch fehlen mir ein paar kleine Dinge im Lieferumfang, muss ich sagen. So, und dann ebenfalls ein kleiner wichtiger Punkt. Natürlich, ihr seht den Outer bei der Elite. Die Standard Scout hat eine Lauflänge im Inneren gehabt von 365 mm mit 6,03 mm. Die Elite hat jetzt 450 mm. Ebenfalls mit 6,03 mm Innendurchmesser. Dadurch schrumpft aber auch das Verhältnis, denn natürlich der Zylinder ist nicht größer geworden. Bei der normalen Scout lagen wir noch bei 3,2:1 vom Zylindervolumen zur Lauflänge. Die Elite liegt jetzt hier noch bei 2,6:1. Und dementsprechend gehe ich zumindest davon aus, lässt sich die Elite wie es ich empfinde, leider ein kleines bisschen schwerer repetieren oder schwerer spannen im Vergleich zur normalen Scout. Die normale Scout lag damals im Review sogar, oder liegt immer noch ein kleines bisschen höher, bei 2,9 Joule.
Die Elite liegt jetzt hier mit der Rapax-Feder von Sniper, liegt sie bei 2,8 Joule, aber die lässt sich trotzdem ja, ein bisschen schwieriger oder ein bisschen schwerer spannen. Ich gehe davon aus, dass es aufgrund des Volumens eben ist, Zylinder zur Lauflänge. Dann lasst uns doch anschließend diese ganzen Änderungen jetzt von der Standard Scout zu Elite einmal im Detail durchsprechen. Fangen wir hinten an bei der Schaftkappe. Diese lässt sich jetzt über Drehen der Schraube hier, die ich sehr festgeknallt habe, lässt sich das Ganze ebenfalls in der Höhe einstellen. Bedeutet, ihr könnt jetzt eure Schaftkappe nicht nur den Einsatz rausnehmen, wegen der Länge, das konnte man schon bei der vorherigen Version, sondern ihr könnt jetzt eben die Schaftkappe auch einmal in der Höhe justieren, je nachdem, wie ihr es benötigt. Ebenfalls seht ihr diese fette Wangenauflage da hinten drauf. Auch diese könnt ihr natürlich hier seitlich einmal einstellen. Bedeutet aufmachen, ist eine Springbacke übrigens, also ist gefedert. Und dann könnt ihr ebenfalls die Wangenauflage einmal in der Höhe justieren. Braucht man, gut, kommt ein bisschen drauf an natürlich, was für Montageringe man verwendet, wie hoch man jetzt mit der Visierung geht. Braucht man aber meiner Meinung nach nicht wirklich. Also ich komme auch mit der normalen Scout mit Standard-Montageringen, so diese mittlere Größe, komme ich wunderbar damit zurecht. Aber wie gesagt, hier ebenfalls jetzt bei der Elite einstellbare Wangenauflage. Dann das Depot fürs Ersatzmagazin hier hinten drin ist natürlich weiterhin geblieben. Bedeutet auch, wenn ihr euch noch ein zweites Magazin dazu kauft oder drittes und viertes, ihr bekommt ein Magazin, könnt ihr hier hinten im Schaft ebenfalls deponieren. Müsst also nicht extra irgendwie eine besondere Pouch oder sowas holen, sondern eins passt da hinten rein. Dann ein kleines bisschen, was Geschmackssache ist. Ja, bei der Elite, dieser fette Magazinschacht hier wurde natürlich beim Airsoft-Modell ebenfalls umgesetzt. Ja, ich finde ein kleines bisschen störend und ich finde auch, ja, der macht das Modell irgendwie unnötig wuchtig oder unnötig bullig, hat auch keinerlei Funktion. Bedeutet, ja, ihr könnt ja auch ebenfalls den Einsatz rausnehmen. Ihr habt aber hier natürlich keinen Platz irgendwie, um Ersatzmagazin oder sonstiges irgendwie unterzubekommen. Ja, keine Ahnung, dann stopft ihr euch halt von mir aus, whatever, ein paar Kaugummis rein oder sowas. Aber wie gesagt, hier kein Platz für ein Ersatzmagazin. Und ich finde auch beim Nachladen, können wir uns vielleicht später nochmal im Detail anschauen, daher der Magazinschacht ein bisschen eben so wuchtig ist, tut man sich auch ein bisschen schwieriger, ans Magazin hinzukommen. Der ist ein kleines bisschen hier im Weg. Wie gesagt, Geschmackssache, auf jeden Fall hier der erweiterte Magazinschacht bei der Elite-Variante. Dann könnt ihr es vielleicht bereits erkennen, im oberen Bereich hatten wir bei der normalen Scout-Version eine Waferschiene. Bedeutet keine Standard Picatinny, denn die Positionen wurden immer wieder unterbrochen. Also Standard Picatinny vielleicht so 2, 3, dann kam wieder eine längere Fläche, dann wieder 2, 3 Pick-Rail, dann wieder ein bisschen länger, also eine Wafer. Hier bei der Elite habt ihr eine komplett durchgängige 21 mm Standard Pick-Rail, komplett im oberen Bereich durchgängig. Aber wie gesagt, auch mit der normalen Wafer kommt man normalerweise problemlos zurecht. Ebenfalls kleine Besonderheit bei der Elite, der Kammerstängel bzw. der Knopf vom Kammerstängel, also der Knob hier, Charging Handle Knob oder wie das Ding heißt, der ist jetzt auch bei der Elite ein kleines bisschen größer und dicker konstruiert. Dadurch aber ergibt sich auch für mich ein kleines Problem, denn daher das Ding einfach ein bisschen schwerer ist jetzt im Vergleich zur normalen Scout und die Feder innen drin nicht erweitert wurde, ist der sehr, sehr loose und ja, der ganze Kammerstängel, der schwabbelt da irgendwie ein bisschen rum. Also das war bei der normalen Scout, fand ich, war das besser. Vermutlich aufgrund des Gewichtes eben des größeren Kammerstängelknopfes von mir aus. Also wie gesagt, hier sprechen wir vielleicht später nochmal ganz kurz, bisschen schwabbelig und wabbelig, der ganze Kammerstängel da hinten dran. So, ebenfalls, wie gerade schon angesprochen, bei der technischen Seite eben der Outer deutlich länger, der Inner deutlich länger, bringt aber rein vom Schießen her keinen Unterschied. Also ob ich jetzt die normale Scout schieße auf, sage ich mal, 70 Meter oder das Ding schieße mit 0,45 auf 70 Meter, macht rein von den Schussergebnissen, von der Reichweite, von der Streuung absolut keinen Unterschied. Also wie gesagt, ob jetzt da 450 mm drin sind oder 365 mm, konnte ich absolut keinen Unterschied feststellen. Wo man aber einen deutlichen Unterschied feststellt, das ist das sehr geil umgesetzte Hop-Up-System. Die Hop-Up-Kammer im Inneren, das Bucking, das Predator-Bucking ist immer noch alles exakt 1:1 identisch. Aber ihr müsst jetzt eben nicht mit dem Inbus von oben rein, um zum Beispiel das CDC einzustellen, sondern Modify hat euch jetzt hier so eine kleine gerändelte Schraube im oberen Bereich angebracht. Und da könnt ihr ganz easy mit dem Daumen hin und könnt über Drehen und Klicks könnt ihr ganz fein euren Hop oder euren Lever
entsprechend im inneren Bereich justieren. Also es geht deutlich, deutlich besser wie dieses Schiebersystem. Es geht deutlich besser wie mit dem Gewinde oben. Also hier sehr gut umgesetzt vom Modify, das deutlich schöner einstellbare Hop-Up-System. Und natürlich aufgrund des 60er Predator Buckings könnt ihr das Modell out of the box problemlos mit 0,4 oder 0,45 Gramm verwenden. Man benötigt allerdings, schauen wir uns später bei den Internals an, habe ich euch auch bei der normalen Scout schon angesprochen, man benötigt allerdings aufgrund des Buckings und vor allem des Levers für 0,45 schon relativ viel Druckaufbau. Denn die Kugel wird hier nicht, wie üblich bei einem R-Hop zum Beispiel, über eine größere Fläche quasi in Rotation versetzt, sondern der Lever drückt eigentlich das Bucking nur links und rechts nach unten. Und dadurch benötigt man eben im Vergleich zu einem R-Hop etwas mehr Druck, um schwere BBs in Rotation versetzen zu können. Funktionieren tut es aber out of the box, wie gesagt, tipptopp. Und eben, wie schon angesprochen, auch bei der normalen Scout, allgemein diese Modify-Scout-Modelle, die schießen einfach out of the box schon wirklich sehr gut. Wie gesagt, also ein Manntreffer, sagen wir mal 70 Meter, sind definitiv mit 0,45 so gut wie mit jedem Schuss einmal machbar. Natürlich, es ist eine Airsoft, wenn es mal windig ist oder eine Böe kommt, dann fliegt halt die Kugel sonst wohin. Aber dennoch, wie gesagt, die Dinger schießen out of the box wirklich gut. So, dann wie gerade schon angesprochen, das Modell kommt mit 2,8 Joule von der Firma sniperas.de, denn Sniper lässt hier nicht die Originalfeder drin von Modify, sondern tauscht die Feder gegen eine Rapax-Feder. Entsprechend habe ich für euch das Modell durchgekront, 02, 03 und 045. Somit haken wir den Chronotest ab. Feder ist gut, was drin ist. Diese Rapax-Feder liefert konstante 2,8 Joule mit 0,45. Also hier auch keine großen Ausreißer irgendwie von der Energieabgabe. Schön dichtes System, da können wir gar nicht meckern. Nur wie eben vorhin schon kurz angesprochen, vermutlich aufgrund des geringeren Volumens oder Verhältnis geht die Elite für mich ein bisschen schwerer zu spannen. Wie gesagt, ich habe ja die normale Scout mit 2,9 Joule und die geht ein bisschen weicher. Also ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass es aufgrund der Lauflänge halt ein bisschen eine stärkere Feder nötig ist, um die Energie zu erreichen. So, dann auch von der Qualität. Hier werde ich keine speziellen Aufnahmen heute machen. Verarbeitungsqualität, wie gesagt, schaut euch das alte Video an. Der Schaft ist natürlich weiterhin exakt 1:1 identisch und ist einfach allgemein von der Verarbeitungsqualität wirklich klasse. Schöne Haptik der Schaft, Polyamid-Kunststoff, schön robust, keine starken Hohlräume irgendwie drin, auch wenn man da mal drauf prügelt auf das Ding. Das fühlt sich einfach grundsolide an, das Ding. Ist natürlich jetzt aufgrund der einstellbaren Schaftkappe hinten und der Wangenauflage des Magazinschachtes im Allgemeinen ein kleines bisschen, ja, sie fühlt sich einfach ein kleines bisschen wuchtiger an von der Haptik her im Vergleich zur Standard Scout. Bedeutet, die Standard Scout ist eher ein bisschen schlanker, ein bisschen eleganter. Das ist halt ein bisschen was Wuchtigeres und entsprechend vielleicht für etwas größere Personen vielleicht ein bisschen besser geeignet. Dadurch aber, wie gesagt, natürlich auch ein kleines bisschen schwerer, minimalst.
So, der nächste Punkt ist, wie gesagt, Schaftsqualität ist hervorragend. Auch Receiver schauen wir uns später nochmal ganz kurz an. Wunderbar, komplett aus Aluminium gefertigt. Der vordere Bereich bedeutet der Receiver hier im hinteren Bereich oder ja, Zylindergehäuse ist aus Alu. Der vordere Bereich mit dem Hop-Up-System innen drin ist ebenfalls nur aus Kunststoff bzw. aus Polyamid gefertigt. Macht aber jetzt von der Qualität keinen großen Unterschied, denn hier ist die Verarbeitungsqualität ebenfalls hervorragend und alles wird einfach sauber miteinander verbunden. Bedeutet, ihr habt hier nicht ansatzweise irgendwie im Gehäuse oder im Schaft selbst auf irgendeinem Bauteil irgendwie Spiel oder sowas drauf, sondern es passt einfach von der Passgenauigkeit, wie schon bei der normalen Scout, alles wunderbar zusammen. Also hier können wir qualitativ definitiv nicht schimpfen heute. Richtig gut umgesetzt. Was ich euch schon bei der normalen Scout damals angesprochen habe, was ich auch geil finde, das ist die Sicherung hier hinten, kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Ihr habt hier hinten direkt wieder dieses Drehrädchen dran, klick, kommt so ein weißer Bobbel raus, dann seid ihr in der Sicherung drin, drückt ihr den Bobbel rein, dreht das Ding nach vorne, seid ihr wieder auch scharf. Und das lässt sich halt wunderbar mit dem Daumen, lässt sich das Ganze wunderbar einmal steuern, beziehungsweise ja, sichern und entsichern. Also das ist eine unheimlich geile Sicherung, muss man sagen. Was euch aber vielleicht natürlich auch auffällt, das Modell ist nur für Rechtsschützen ausgelegt. Bedeutet, es gibt hier keine Möglichkeit, irgendwie den Kammerstängel vom Schützen aus auf die linke Seite rüber zu montieren. Das geht bei den Scout-Modellen leider nicht. So, dann, wie vorhin kurz angesprochen, vom Repetieren her, kleines bisschen schwerer, das sind 2,8 Joule, wie gesagt, kleines bisschen schwerer. Und auch der Abzug ist im Vergleich zum Beispiel zu einem Bull-Trick-System oder sowas, oder diese Leylex-Abzugsgruppen, ein bisschen schwammiger. Wir schauen es uns später nochmal im Detail an, denn wir zerlegen das Modell natürlich auch. Aber zunächst mal, ihr rotiert den Abzug nicht, sondern ihr zieht den Abzug. Und dadurch habt ihr erstmal ja, relativ viel Spiel im Abzug drin und der gesamte Abzug ist auch, wie gesagt, ein kleines bisschen schwammiger und der Abzugsweg ca. Ja, so 8 mm. Bedeutet, das Abzugsgewicht ist sehr gering für die Energie, aber irgendwie ein sehr schwammiger Abzug, also nicht ganz so crisp irgendwie. Also wie gesagt, da finde ich zum Beispiel dieses Bull-Trick-System mittlerweile finde ich da ein bisschen schöner vom Triggern her, gerade wenn man eben mal 2.000, 3.000 Schuss durchlässt durch so ein Ding, da merkt man einfach, dass es gewisse Unterschiede vom Abzugssystem gibt. Wie gesagt, Abzugsgewicht ist angenehm, relativ gering, aber der gesamte Abzug doch ein kleines bisschen schwammig. Und wie vorhin auch schon angesprochen, jetzt habt ihr hier eben diesen erweiterten Bolt-Handle dran und der ist aber leider halt nur, naja, so gut wie, der klickt nicht sauber ein, also der kann da ganz easy rumschwabbeln. Und was mir auch aufgefallen ist, können wir uns vielleicht später noch kurz in der Nahaufnahme anschauen. Ihr habt hier hinten am Kammerstängel ja das Endstück sozusagen dran oder Bolt-Endstück. Und das läuft über eine Phase hier in den Receiver rein. Und das nutzt sich relativ stark ab. Ja gut, ich zeige es euch später in der Nahaufnahme. Auf jeden Fall müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr da möglichst gerade reinkommt. Ansonsten scheuert ihr da oben jedes Mal in den Zylinder, in den Receiver oben rein. Und da sieht man bei mir jetzt bereits ein bisschen so Schleifspuren, Abnutzung, so ein paar Partikel, ja, so ein bisschen Metallabrieb, sieht man hier oben bereits. Also hier, wie gesagt, hätten sie vielleicht ein bisschen straffer federn können, damit man den auch vielleicht schöner parallel einführen kann, beziehungsweise nach vorne transportieren kann, den Zylinder. Wie gesagt, nichts unheimlich Kritisches. Mir ist es eben nur aufgefallen, dass der erstens mal lose ist und hier ein bisschen Metallabrieb vorhanden ist. Dann oben die Picatinny, wie gesagt, ob die jetzt durchgängig komplett Picatinny ist oder eine Wafer, ist mir relativ wurscht. Auch bei der normalen Scout hat man problemlos Gläser montieren können, natürlich mit Montageringen. Nur wenn man dann zum Beispiel ein LPVO nutzen wollte, mit so einer Cantilever-Mount oder wie die Dinger heißen, dann hätte es Probleme geben können. Aber wie gesagt, auch Wafer funktioniert heutzutage eigentlich immer noch. So, über den Magazinschacht brauchen wir nicht schwätzen, relativ sinnfrei, gerade für den Airsoft-Bereich natürlich. Und vorne das Zweibein, habt ihr gerade schon gesehen, natürlich auch direkt integriert im Schaft, auch hier 1:1 identisch wie bei der normalen Scout. Bedeutet, hier unten habt ihr so einen fetten, wo ist er? Da vorne habt ihr so einen fetten Knopf drin, den reindrücken und dann das Zweibein einmal ausklappen. Hier ist mir nur aufgefallen im Vergleich zu meiner normalen Scout, dass der Knopf relativ straff geht hier unten drin bei der Elite. Wo ist er denn jetzt hier? Bedeutet, der hakt ein bisschen und klemmt ein kleines bisschen, damit man das Zweibein
einmal ausklappen kann. Aber wie gesagt, funktionieren tut es wunderbar und ist auch von der Umsetzung weiterhin gut. Ich meine, dass ich jetzt mit Gewalt das Ding irgendwie nach vorne presse oder sowas, ist natürlich klar, aber einfach nur zum Auflegen und zum Schießen ist es ausreichend. Wunderbar und wie gesagt, integriert sich hier auch von der Passgenauigkeit nahtlos in den Schaft und das finde ich einfach schön und sauber umgesetzt. Dann lasst uns ebenfalls noch kurz über das Thema Magazin sprechen. Ist natürlich exakt das gleiche System, ja, Mod 24, SSG 24 oder Scout und dementsprechend natürlich auch weiterhin hier unten die exakt gleichen Magazine einmal drin. Bedeutet, ihr könntet, wenn ihr unbedingt wolltet, natürlich auch die Mod 24 Tracer Magazine, diese transparent grüne mit der integrierten Tracer Einheit, könntet ihr rein theoretisch auch verwenden. Macht aber rein für einen Scharfschützen auf dem Feld recht wenig Sinn, denn wer möchte denn, dass seine Kugeln gesehen werden? Also wie gesagt, ja, wer unbedingt Tracer haben möchte, wäre möglich. Ansonsten eben diese ganz normalen, ja, bekannten Acrylmagazine. Bedeutet, ihr seht, die sind vielleicht, ja, ich hoffe, ihr könnt sehen, die sind so ganz leicht ein bisschen rauchig, transparent, durchscheinend. Dementsprechend seht ihr auch, wenn die Kugeln drin sind aber, wie gesagt, weiterhin leider sehr, sehr teuer. Bedeutet, ihr bezahlt für so ein kleines bisschen Plastik, bezahlt ihr 25 € oder sogar teilweise sogar noch mehr, je nachdem, wo man schaut. Aber wie gesagt, finde ich leider weiterhin immer noch viel zu teuer von Modify. Eben auch hier wieder der Vergleich, wenn ihr euch mal hochwertige VSR-Magazine anschaut. Selbst Mapley VSR-Magazin bekommt man schon für 13, 14 € und Modify will für das Ding, ja, für ein so ein Magazin 25 €. Das finde ich einfach so für so ein bisschen Plastik einfach immer noch leider viel, viel zu teuer. Auch vom Lösen her, aufgrund daher ihr hier vorne auch diesen Knopf habt fürs Zweibein, findet man den Magazinauswurf nicht immer direkt. Bedeutet, wenn man dann vorgreift mit dem Finger, hier ist der Knopf, ich muss ein bisschen weiter zurück. Nee, hier ist die Kante, hier kann ich es rausnehmen. Aber wie gesagt, man muss sich einfach ein kleines bisschen dran gewöhnen, wo sitzt letztendlich das Magazin. Das finde ich zum Beispiel bei einer VSR, finde ich das ein kleines bisschen schöner, denn da habt ihr letztendlich unten nur den Druckknopf. Also ihr findet ihn einfach ein bisschen schneller wie hier unten den Magazinauswurf. Allerdings muss man jetzt sagen, Magazine an sich liegen sauber drin im Magazinschacht, also verkanten nicht, verklemmen nicht und ihr seht, die springen auch wunderbar einmal raus. Also hier gar keine Probleme irgendwie, dass irgendwie das Magazin hängen bleibt, sich verklemmt oder sonstiges. Also das ist wirklich von Modify gut umgesetzt. Einmal ist, dass das Magazin eben einmal rausspringt aus dem System. Nur wie gesagt, über die Kosten für ein Magazin können wir uns ein kleines bisschen streiten. Gut Leute, dann zeige ich euch diese gewissen Punkte, die wir jetzt schon angesprochen haben, nochmal ganz kurz in der Nahaufnahme, da man es auch vielleicht nicht richtig erkennen konnte. Fangen wir erstmal an beim Zylinderset und beim Kammerstängel. Wie gesagt, der sitzt halt einfach ein kleines bisschen loose oder ein bisschen wackelig. Hätten sie vielleicht auch das Endstück vom Kammerstängel, den Knopf, hätten sie vielleicht auch aus Polyamid machen können, dann wäre es ein bisschen leichter geworden und dann wäre das vielleicht nicht so schwabbelig gewesen. So, worauf ich aber jetzt hier in der Nahaufnahme darauf hin möchte, warte, ich repetiere mal das Ding ganz kurz. Oh, geht ein bisschen schwer. So, wenn man sich jetzt hier mal hier oben den Receiver anschaut, dann habt ihr hier quasi wie so eine Schräge, wo dann später quasi der Zylinder einmal reinläuft. So, bedeutet, er zentriert sich da automatisch. Gleichzeitig, wenn ihr aber den Kammerstängel nicht gerade nach vorne, also nicht richtig ausrichtet, dann knallt ihr jedes Mal da hinten gegen diese Kante dagegen. Und dadurch ergibt sich leider ein kleines bisschen Abrieb. Bedeutet, wir haben hier innen drin, könnt ihr es vielleicht erkennen, hier reibt sich das Material ein bisschen auf. Am Kammerstängel direkt ebenfalls. Hier oben bei der Kante, wie zeige ich euch das jetzt? Wartet, ich drehe es vielleicht mal ganz kurz um, dann könnt ihr das auf der Seite noch erkennen. So, ich hoffe, es ist scharf. Hier reibt sich ein bisschen das Material ab und eben genau eben am Receiver innen drin, quasi an der inneren Kante halt dann ebenfalls. Bedeutet hier ein kleines bisschen, ein bisschen Reiben und ein bisschen Kratzen vorhanden und dadurch ergibt sich leider auch jetzt nach circa, was habe ich jetzt durch, vielleicht wenn es hochkommt, 500, 600 Schuss, dann ergibt sich auch hier leider ein bisschen so ein bisschen Abrieb, so ein kleines bisschen Aluminium bzw. Zinkabrieb. So, und dann der nächste Punkt, wenn wir uns vielleicht später nochmal ganz kurz auch in der Nahaufnahme bei der Demontage oder bei den Internals anschauen, die Gleitringe innen drin sind vom Durchmesser
eigentlich ein kleines bisschen zu klein für den Zylinder. Bedeutet, der gesamte Zylinder selbst läuft jetzt nicht nur in den Gleitringen, sondern ebenfalls auf der Eloxalschicht vom Receiver innen drin oder vom Gehäuse. Und das merkt man auch, bedeutet, es läuft zwar leichtgängig, aber man merkt so ein kleines bisschen, ja, so ein kleines bisschen, minimal ein kleines bisschen Kratzen. Hört man vielleicht auch, wartet mal. Wie gesagt, minimal, nichts Gravierendes, definitiv nicht. Ich werde es auch im Fazit nicht mit aufnehmen. Da hätten sie aber vielleicht die Gleitringe nochmal um 0,1 oder so ein bisschen enger machen können, damit der Zylinder eben nur in den Gleitringen läuft und nicht auf dem Aluminium innen drin. Was mir ebenfalls aufgefallen ist, was ich euch nicht 100% sagen kann, wo es herkommt, auch hier unten drin, wie könnt ihr es denn sehen, wenn ihr hier unten mal das Teil anschaut, auch hier reibt es ein kleines bisschen. Ich dachte vielleicht irgendwie von der Schraube, das ist aber nicht der Fall. Aber dennoch hier, ja, irgendwie im hinteren Bereich des Receivers, ja, auch hier ein kleines bisschen so dieses leichte Schleifen. Wie gesagt, es ist nichts Kritisches, es geht jetzt nicht brutal schwer irgendwie und kratzt da übelst stark oder sowas. Das hat man schon deutlich schlechter. Ganz perfekt ist es aber vielleicht auch nicht. So, und wenn wir jetzt schon durchgeladen haben, auch noch mal ganz kurz zur Wiederholung, der Abzug, wie gesagt, schauen wir uns auch bei den Internals noch mal ganz kurz an. Der ist zwar sehr, sehr leicht, hat aber ein kleines bisschen viel Luft. Bedeutet, er kann hier ein kleines bisschen rumschlackern. Und auch ist er aufgrund des Systems, da ihr eben nicht wegkippt, sondern nur zieht, wirkt er ein bisschen schwammig. Bedeutet, ihr habt nicht so diesen klar definierten Druckpunkt, sondern ihr zieht halt einfach und irgendwo da hinten löst dann der Schuss. Also da ist zum Beispiel so dieses Bulltrick-System von der SSG 10, finde ich da vom Abzug einfach ein bisschen direkter oder ein bisschen definierter. Hier eben das Modify-System minimal ein kleines bisschen schwammiger und etwas undefinierter. Was Modify bei der Elite wirklich sehr gut umgesetzt hat, das ist eben die Optimierung des Hop-Up-Einstell. Ja gut, ein Einstellrädchen früher hat man ja nicht, aber auf jeden Fall, ihr seht ja hier, ist jetzt eben wie vorhin schon beschrieben, einmal dieses Einstellrädchen für den TDC. Bedeutet, es ist letztendlich nichts anderes wie eine gerändelte Schraube mit einem Gewinde innen drin. Und wenn ihr quasi das Rädchen dreht, dann schraubt ihr das Gewinde innen drin nach unten und drückt mit dem Schraubenkopf beziehungsweise mit dem Gewinde dann einmal innen drin auf den Lever oben drauf. Nichts Weltbewegendes, nichts Großartiges, hat man schon öfters gesehen. Aber es hat Modify einfach jetzt hier im Vergleich zu der normalen Scout wirklich deutlich optimiert. Bei der normalen Scout musste man noch mit einem Inbusschlüssel rein oben, wenn man es von oben einstellen wollte, oder eben dann seitlich zwei Beine aufklappen, dann über diese Rasterung seitlich einstellen. Da ist das hier deutlich schöner. Bedeutet, wenn man gerade so ein großes Glas oben drauf hat, vielleicht auch noch mit einer Sonnenblende, dann kann es teilweise echt Probleme geben, dass man an diesen Gewindestift da oben rankommt. Und das Problem hat man jetzt eben bei der Elite nicht mehr. Bedeutet, ihr könnt wunderbar mit dem Daumen vom Schützen aus links oder von mir aus vom Schützen auch rechts an das Rädchen hingehen. Das ist ein bisschen so gerändelt außen. Und dann könnt ihr richtig schön über ganz feine Klicks, könnt ihr hier einmal euer Hop-Up einstellen. Und das geht wirklich hervorragend. Bedeutet, ja, es sind Klicks, aber es ist unheimlich, wie soll ich das sagen, je Klick legt ihr einfach unheimlich wenig Weg zurück. Also es ist nicht der Fall, dass ihr jetzt da einen Klick macht und auf einmal habt ihr mega Überhop drauf. So ist es nicht. Bedeutet, ihr müsst schon wirklich wie ein Schmied vorgehen und das Ding, sag ich mal, 3, 4, 5, 6 Klicks machen, damit ihr wirklich das Ding, ja, damit ihr überhaupt irgendeine Auswirkung auf eure Rotation oder auf eure Kugel drauf bekommt. Also hier sehr fein und wunderbar es Hop-Up zum Einstellen. Und auch wie sie es eingebaut haben, direkt in die Picatinny mit integriert, finde ich einfach klasse. Bedeutet nicht einfach nur oben drauf geballert oder so, sondern einfach schön in die Pick-Rail integriert und lässt sich einfach wunderbar einstellen. Und wie gesagt, out of the box 04, 045 mit dem Original Predator Bucking, absolut kein Problem. Gut Leute, dann geht's weiter mit den Internals. Ich habe das Teil einmal komplett auseinandergeklopft für euch, muss euch aber sagen, dass die Internals 1:1 exakt identisch sind zur normalen Scout. Bedeutet, hier hat sich bei der Elite absolut nichts geändert. Dementsprechend werden wir sie nur ganz kurz ein bisschen überfliegen, ganz kurzes Grobe ein bisschen ansprechen. Und wenn ihr hier mehr Details haben möchtet, verweise ich auch wieder auf das alte Review von der Steyr Scout. Könnt ihr euch einfach nochmal im Detail anschauen, denn wie gesagt, die Bauteile sind 1:1 identisch.
So, Abzugsgruppe kennt man auch von der Mod 24 oder SSG 24. Hier hat man vorne den Sear aus gehärtetem Stahl, den Trigger Sear ebenfalls aus Stahl und hier unten einmal den Abzug, welcher den Trigger Sear über einen Winkel ansteuert, dementsprechend den Abzug eben zieht und nicht im Winkel bewegt. Hier einmal aus Zinkguss gefertigt. Habe ich euch bei der normalen Scout auch schon angesprochen. Hier letztendlich ein sehr robustes und schönes System vom Abzug her, aber auch aufgrund des Pins. Gerade wenn man auf Dauer einfach 3 Joule spielt, kann es passieren, dass dieser Pin hier auf Dauer ein kleines bisschen ausnudelt. Denn hier kommt die gesamte Last, welche auf den Sear kommt, wird dann übertragen auf den Trigger Sear und lastet entsprechend alles nur auf diesen kleinen Pin. Und der geht eben nicht irgendwie durch, sondern wird hier nur vom Schützen aus auf der anderen Seite hier mit so einem kleinen E-Clip oder ja, über so einen kleinen E-Clip gehalten. Also hier letztendlich nur eine Position, wo wirklich die gesamte Last einmal drauf kommt auf das System. Wie gesagt, auch schon häufiger mit Leuten gesprochen, es kann passieren oder es passiert einfach auf Dauer, dass es hier anfängt, ein kleines bisschen Spiel zu bekommen. Nichts Gravierendes, wie gesagt, wir sprechen hier von 2 bis 3 Jahren, wenn man das Ding wirklich aktiv nutzt. Dementsprechend kann man es auch ignorieren. Aber wie gesagt, ich spreche es euch einfach an. Hier eine ganz, ganz kleine Schwachstelle von Modify, dass eben die ganze Last nur auf diesem kleinen Pin hier einmal auftritt oder lastet sozusagen. Der nächste Punkt, wie vielleicht gerade schon gesehen oder wie vorhin auch schon angesprochen, der Abzug wird jetzt hier nicht wie bei einer VSR oder bei einem Bulltrick-System oder eben anderen Systemen im Winkel gesteuert, sondern der Abzug wird letztendlich nach hinten gezogen. Und dementsprechend habt ihr aber auch über dieses Gleitlager und über die innen liegende Rampe einen relativ langen Abzugsweg. Bedeutet, wenn wir hier einfach mal Druck aufbauen auf den Sear, als würde jetzt die Feder anhaften, dann könnt ihr sehen, dann haben wir hier ca. 2 mm kleines bisschen Luft im Abzug, bevor überhaupt die Rampe kommt. Und dann müsst ihr fast den gesamten Weg einmal komplett zurücklegen, bis hier vorne der Sear einmal lösen kann. Dementsprechend hier ein Abzugsweg von ca. 8 mm. Auch hier muss man sagen, ist in Ordnung. Auch das Abzugsgewicht ist jetzt nicht so hoch bei 3 Joule, aber das sind zum Beispiel dieses von der SSG 10 zum Beispiel dieses Bulltrick-System oder manche VSR 10 Systeme, die sind vom Abzug ein bisschen direkter einfach, wie das System. Wie gesagt, nichts Kritisches, ist halt, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, dass einfach der Abzugsweg aufgrund dieser Rampe da innen drin oder allgemein der Konstruktion ein kleines bisschen länger ist. Auch lässt sich das Ganze leider nicht einstellen, irgendwie über einen Gewindestift, dass man, sage ich mal, die Vorspannung oder den Abzugsweg ein kleines bisschen reduzieren kann. Das ist hier bei diesem System leider nicht möglich. Die Qualität im Allgemeinen ist aber sehr, sehr gut. Auch ist die Fertigung vom Gehäuse außenrum oder von der Abzugsgruppe, die Bauteile innen drin, wirklich gut konstruiert oder gut gefertigt von der Qualität. Nur wie auch schon angesprochen, kleines Manko wieder, der Spring Guide Stopper sitzt hier letztendlich immer im System drin. Bedeutet, es ist euch eben nicht möglich, mal kurz den Spring Guide Stopper nach unten rauszuziehen und dann den Zylinder zu entfernen, sondern ihr müsst jedes Mal, wenn ihr irgendwie an den Zylinder ran wollt, um nachzuschmieren, um den Piston zu kontrollieren oder whatever, müsst ihr jedes Mal die gesamte Abzugsgruppe komplett einmal wegschrauben und rausziehen, da der Spring Guide Stopper hier eben komplett fest im System drin sitzt und sich nicht nach unten entfernen lässt. Übrigens, Spring Guide Stopper ist ebenfalls aus gehärtetem Stahl gefertigt. Dann lasst uns ebenfalls über die Zylindergruppe sprechen. Fangen wir hier erstmal beim Zylinder an und hier könnt ihr zunächst mal sehen, den etwas erweiterten oder vergrößerten Kammerstängel jetzt bei der Elite-Version im Vergleich zur normalen Scout. Bedeutet hier eben das Ganze vom Kammerstängel noch ein bisschen weiter rausgezogen, noch ein bisschen größer, länger gefertigt im Vergleich zur normalen Scout. Die hat letztendlich nur so einen runden Bobbel dran als Kammerstängel. Also hier ein etwas angepasster oder erweiterter Kammerstängel, kann man eigentlich sagen. Der Rest ist dann wieder 1:1 identisch, bedeutet auch Zylinder vom Volumen her 1:1 identisch, auch Material 1:1 identisch. Hier haben wir einen kompletten Stahlzylinder, der erstmal von den Toleranzen und von der Fertigung wirklich klasse ist. Bedeutet auch, wenn man den Zylinderdurchmesser an mehreren Punkten einmal rausmisst, hat man hier über die gesamte Länge gerade einmal eine Toleranz vom Durchmesser von 0,1 mm. Und das ist wirklich super. Bedeutet sehr kleine Toleranzen, auch die Fräsung unten, sehr gut umgesetzt vom Modify. Auch hier, wenn man die
ja, die Breite rüber misst mit dem Messschieber. Auch hier auf die gesamte Breite auch wieder nur 0,1 mm Toleranz drauf. Finde ich einfach klasse, ist sehr, sehr gut produziert oder sehr gut gefertigt. Bei anderen oder etwas günstigeren Herstellern, wenn ihr da mal die Nut unten oder die Fräsung rausmesst, da habt ihr meistens eine Toleranz von bis zu 0,3 oder 0,5 mm teilweise drin. Da ist Material im mittleren Bereich durchs Fräsen dann ein bisschen auseinandergedrückt wird oder ein kleines bisschen aufklafft. Also hier wirklich sehr kleine Toleranz, sehr, sehr gut und eben auch komplett aus Stahl gefertigt. Ein kleinen Punkt, was sie vielleicht wieder hätten etwas besser fertigen können oder wo es mittlerweile etwas schönere Systeme gibt. Die hintere Aufnahme für den Kammerstängel ist jetzt hier letztendlich nur im Zylinder eingepresst und verstiftet. Bedeutet, hier hinten seht ihr das Aluteil auch hier innen drin, das silberne, nur hinten reingesteckt und dann von außen letztendlich mit Stiften in den Zylinder, ja verstiftet kann man eigentlich sagen, oder halt reingepresst. Kleiner Nachteil bei dieser Fertigung, gerade eben wenn man das Ding häufig betreibt, dann passiert es sehr häufig oder sehr schnell, dass diese Pins ein kleines bisschen anfangen auszunudeln. Bedeutet, ihr werdet irgendwann vielleicht mal nach 2, 3 Jahren, werdet ihr hier hinten ein bisschen Luft oder ein bisschen Spiel drauf bekommen, da eben die Löcher ein kleines bisschen minimals größer werden, die Pins ein kleines bisschen ausnudeln und leicht oval werden und dann bekommt ihr einfach hier hinten ein kleines bisschen Spiel rein. Modernere Systeme oder etwas besser konstruierte Systeme haben dann im Zylinder innen drin zunächst mal ein Gewinde, da wird also das hintere Teil reingeschraubt über ein Gewinde und dann zusätzlich von außen nochmal verstiftet. Und da bekommt ihr einfach dieses Spiel nicht drauf über eine gewisse Zeit. Hier kann man also ansprechen, von der Umsetzung her erstmal gut, Passgenauigkeit hervorragend, richtig fest, out of the box dran, aber auf Dauer kann es ein kleines bisschen anfangen zu wackeln. So, jetzt haben wir hier bei der Elite natürlich einen etwas längeren Innenlauf verbaut im Vergleich zur normalen Scout und dadurch ergibt sich auch ein etwas anderes Volumen bzw. Verhältnis. Ich habe das für euch auch mal rausgemessen und umgerechnet. Bei der normalen Scout hat man ein Verhältnis, also mit einer Lauflänge von 365 mm, hat man ein Verhältnis von 3,2:1. Und das ist wirklich super. Das ist auch so Silverback, so SRS oder so. Die haben auch immer sehr, sehr viel Volumen drin. Und das ist einfach für so 0,45 oder sogar noch höher, 0,48, ist es einfach klasse. Also 3,2:1. Jetzt die Elite aufgrund der Lauflänge von 450 mm fällt hier natürlich ein kleines bisschen ab. Da liegen wir aber immer noch zumindest mal bei 2,6:1. Bedeutet auch hier 0,4, 0,45 ist in Ordnung. Aber wie gesagt, dafür ist die normale Scout vom Volumen her natürlich noch ein kleines bisschen ja, größer dimensioniert, sage ich einfach mal. Wie gesagt, hier natürlich etwas längerer Lauf, aber dadurch auch das Volumen leider ein kleines bisschen, oder das Verhältnis ein kleines bisschen geringer. So, dann können wir gleich weitermachen mit der Feder und mit dem Spring Guide, denn hier hat sich ein bisschen was bei Sniper geändert. Zunächst mal, der Spring Guide ist gleich geblieben, auch wieder so eine Kombination aus Edelstahl und Stahl im hinteren Bereich, gut gefertigter Spring Guide und arretiert auch richtig schön hier oben letztendlich am Spring Guide Stopper. Wird also hier schön gerade geführt oder gehalten. Also Spring Guide ist in Ordnung und jetzt liefert aber Sniper das Modell, die Elite, nicht mit der Standardfeder aus, sondern direkt mit einer Rapax Spring. Ja, Rapax musste ich auch erstmal googeln, denn ich kenne letztendlich nur das Airsoft-Team Rapax. Grüße gehen raus. Aber hier Rapax Springs, könnt ihr gerne mal googeln und die stellen eben auch Federn her für Airsoft-Kniften. So, und so eine Feder ist jetzt hier drin, bedeutet hier eine Feder, das müsste eine 140er oder sowas sein oder 150er und wird dann aber nochmal ein bisschen erhöht mit solchen Scheiben oder Spacern, die leider nur aus 3D-Druck-Kunststoff sind. Bedeutet, das Ganze sitzt dann letztendlich einmal so hier hinten drauf. Und wenn man dann mal ein bisschen Last auf die Feder drauf gibt und das Ganze dreht, dann kann man sehen, dass es hier hinten so knackt und reibt und ja, so ein bisschen hakt. Also ob das eine gute Idee ist, hier hinten so 3D-Druck-Plastik zu verwenden, weiß ich jetzt nicht. Da wäre irgendwie so ein Spacer aus Messing oder vielleicht aus PTFE, wäre wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen, gerade auch was die Gleiteigenschaften angeht. Denn hier ist natürlich kein Axiallager drin verbaut, sondern weder hier hinten irgendwie am Spring Guide noch innen drin irgendwie im Pisten. Also die Feder leider nicht gelagert. Aber die Feder ist in Ordnung von der Energieabgabe, habt ihr vorhin im Chrono gesehen. Das Ganze ist schön konstant und wir kommen eben auch mit 0,45 auf 2,8 Joule hoch. Bedeutet hier von der Energieabgabe gut und schön konstant von der Feder.
Auch der Piston und der Zylinderhead sind von Modify einfach gut umgesetzt. Bedeutet hier ein schöner Aluminiumpiston einmal drin mit 2 Laufflächen aus PTFE bzw. aus Delrin. Hier im vorderen Bereich eine dünne Lauffläche, hier einmal im hinteren Bereich eine dünne Lauffläche und hinten die Arretierung letztendlich für den Sear komplett aus Stahl gefertigt. Das ist ein grundsolider und gut funktionierender Piston und auch vorne der Pistonhead, es ist so ein Pilzkopf irgendwie oder so ein Gummipistonhead, wie man halt auch zum Beispiel von Silverback oder sowas kennt, mit so einem kleinen Nupsi. Das habe ich euch aber auch bei der Scout damals schon angesprochen, bei der normalen Version. Das ist keine Airbrake. Bedeutet, für eine aktive Airbrake müsste der Nupsi nochmal locker, ja, keine Ahnung, vielleicht 8 mm länger sein, denn der taucht hier am Zylinderhead nicht in dieses Röhrchen ein. Und wie gesagt, hier nicht zu verwechseln, also keine aktive Airbrake, falls man davon ausgeht, ist hier nicht vorhanden. Die Abdichtung ist aber hervorragend, ihr könnt es auch sehen, der ist hier vorne so geschlitzt, bedeutet, die Luft kann innen drin komprimiert werden und drückt dann hier letztendlich die Wandung von dem Pistonhead nach außen. Und dadurch bekommt man einfach eine schöne, konstante Abdichtung im System hin. Also hier sehr, sehr guter Pistonhead, sehr guter Piston. Nur, was ihr vielleicht auch schon sehen könnt, ich habe jetzt vielleicht 5, 6 Magazine. Könnt ihr vielleicht sehen, dass es hier bei den Gleitringen anfängt, so leichte, platte Stellen zu geben oder so ein kleines bisschen Abrieb zu geben. Bedeutet, hier wird es vielleicht irgendwann mal nötig sein, die Gleitringe zu tauschen. Bin ich mir aber gar nicht sicher, ob man die auf Ersatz von Modify bekommt. Denn wie gesagt, man kann es vielleicht, wartet mal, ich zoome noch ein bisschen hin. Hier, wenn ihr euch die Gleitringe mal anschaut, vielleicht kann man das im Video ein bisschen erkennen. Da gibt es halt dann, so ein kleines bisschen so Schleifspuren einfach. Das haben aber sehr viele oder ist meistens natürlich so bei diesen ganzen Delrin-Gleitringen, die müssen halt früher oder später einfach mal getauscht oder ersetzt werden. Dementsprechend einfach vielleicht mal gucken, ob man diese auf Ersatz einmal herbekommt. Auch der vordere, wenn wir mal ein bisschen drehen, seht ihr so ganz leichte Schleifspuren letztendlich. Der Zylinderhead ist wie gesagt gleich geblieben, auch hier wieder so eine Mischkombination vom Material her. Der Korpus selbst mit dem Gewinde ist aus Aluminium gefertigt und der Auslass bzw. der Stutzen ist einmal aus Edelstahl gefertigt. Das ist in Ordnung. Was ich auch sehr gut finde, ist das Sorbopad, was Modify hier drauf verbaut hat. Ist ein 60 Shore Sorbopad, relativ groß gewählt und eben in Kombination von dem Pistonhead, welcher komplett aus Gummi ist, und ebenfalls das große Sorbopad, wird einfach die Energie oder wird der Aufprall einfach schön rausgenommen bei dem System. Und dementsprechend auch vom Klang nicht irgendwie zu hell oder sowas, sondern eher ein kleines bisschen dumpf das ganze System. Einen kleinen Punkt noch kurz zur Ergänzung. Falls ihr, habe ich zwar bei der Scout auch schon angesprochen, ich wiederhole mich aber trotzdem ganz kurz, wenn ihr für diese Modify-Kniften, egal ob jetzt SSG 24, Mod 24 oder halt diese Scout-Modelle andere Federn benötigt, dann könnt ihr problemlos ganz normale APS bzw. SRS-Federn verwenden. Also auch so Federn für Silverback SRS-Modelle oder APS oder Mod 24. Die sind alle untereinander kompatibel, aber keine VSR-Federn. Denn auch wenn ihr eine große VSR-Feder nehmt mit 8 mm, ist diese ein kleines bisschen kürzer, so circa 30 mm, und dadurch bekommt ihr einfach nicht die Energie drauf. Also wie gesagt, wenn ihr andere braucht, schaut einfach so Silverback-Federn oder so, passen hier problemlos in diese Systeme rein. Dann noch eine kleine Ergänzung, was mir bei der normalen Scout gar nicht aufgefallen ist, beziehungsweise was jetzt vielleicht bei dieser Elite auch ein bisschen anders ist. Denn bei der normalen Scout konntet ihr ja den Gleitring nach vorne einfach rausziehen. Das ist jetzt hier bei dieser Elite nicht der Fall, sondern die sitzen hier einmal innen drin in so einer Nut und ihr müsst dann mit dem Schraubendreher hier unten ein bisschen reindrücken, dass ihr die Gleitringe hier im vorderen Bereich, auch wie im hinteren Bereich, einmal rausnehmen könnt. So, hier ist mir aber jetzt aufgefallen, die Gleitringe selbst sind meiner Meinung nach nur aus ABS Kunststoff gefertigt, also hier kein Delrin irgendwie verwendet. Und auch sind diese vom Durchmesser her eigentlich identisch wie der Receiver im inneren Bereich. Bedeutet auch, wenn wir die Gleitringe beide einmal drin haben, im vorderen wie auch im hinteren Bereich, und mit dem Finger mal hier vergleichen und hier innen drin mal gucken, dann ist es letztendlich eine plane Fläche. Bedeutet, der Zylinder selbst läuft hier überhaupt nicht irgendwie in den Gleitringen, sondern direkt in der Zylinderwandung im Alu. Und das kann man auch ganz deutlich hören, wenn wir hier mal den Zylinder reinstecken.
Hört ihr das? Also hier, wie gesagt, hier reibt der gesamte Stahl im inneren Bereich übers Alu drüber und eben nicht nur über die Gleitringe. Warum Modify das jetzt genau so umgesetzt hat, weiß ich jetzt nicht. Im Regelfall habt ihr normalerweise bei den Gleitringen einen kleineren Durchmesser wie beim Receiver, dass eben der Zylinder nur in den Gleitringen läuft und nicht irgendwie auf dem Alu reibt. Hier, wie gesagt, es ist schön leichtgängig, keine Frage. Ich würde es jetzt auch nicht kritisieren, aber ob das eine gute Idee ist, hier direkt auf dem Alu entlang zu schrappen, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, Modify wird sich schon was dabei gedacht haben. Ich bin aber eher dafür, dass das Ding eben nur in den Gleitringen läuft und nicht im Alu. Daher aber jetzt der Innendurchmesser den Zylinder komplett führt über die gesamte Länge, habt ihr natürlich hier im Vergleich zu anderen Systemen auch deutlich weniger Spiel drin. Bedeutet, auch wenn ihr den Zylinder mal rauszieht und hier ein bisschen hin und her wackelt, habt ihr vielleicht 0,2 Millimeterchen Luft drin, weil er einfach über die gesamte Länge geführt wird und eben nicht nur über die Gleitringe. Aber wie gesagt, ich bin dennoch der Meinung, die Gleitringe hätten vom Innendurchmesser vielleicht ein kleines bisschen enger sein können oder der Receiver vom Außendurchmesser etwas weiter. Und abschließend lasst uns noch über Lauf- und Hop-Up-System sprechen. Auch hier hat sich nichts geändert bis auf die Lauflänge, wie vorhin schon beim Zylindervolumen angesprochen. Hier jetzt eben bei der Elite ein Lauf drin, auch wieder Hybridlauf mit einer Länge von 450 mm, mit einem Innendurchmesser von 6,03 mm. Und hierbei handelt es sich um einen hart beschichteten Aluminiumlauf. Bedeutet hier sehr leicht und auch die Beschichtung, ich weiß jetzt nicht, ob das eloxiert ist, aber auf jeden Fall relativ hart. Bedeutet auch hier, wenn du mal mit einem Schraubendreher versucht, da irgendwie Kratzer in die Beschichtung reinzumachen, absolut nicht möglich. Hier vorne seht ihr zwar ein bisschen irgendwie, da ist der Lack irgendwie ab, aber wie gesagt, rein jetzt, dass wenn ihr da mal, keine Ahnung, mal 2, 3, 4, 5.000 Kugeln durchknallt, dass dann die Beschichtung irgendwie sofort weggeht, das ist hier nicht der Fall. Dennoch wäre natürlich vielleicht ein Edelstahllauf auf Dauer gesehen vielleicht ein bisschen besser gewesen, kostet aber natürlich deutlich mehr. Dementsprechend guter 603er Lauf drin, aber eben wieder Hybrid, bedeutet die hintere Aufnahme fürs Bucking ist letztendlich VSR, aber die Arretierung in der Kammer selbst ist AEG. Also hier aufpassen, falls ihr mal einen neuen benötigt, falls der Alulauf kaputt ist oder zerkratzt ist oder whatever. Aufpassen, ihr braucht einen Hybridlauf. Und dann hat sich leider auch bei der Aufnahme nichts verbessert. Bedeutet auch hier in der Hop-Up-Kammer selbst hat der Lauf hier vorne doch relativ viel Spiel drin. Bedeutet auch, wenn wir die Hop-Up-Kammer mal zusammenbauen, hier in der Arretierung, wenn ihr das ein bisschen sehen könnt, also da wird der Lauf relativ locker gehalten und wird dann nur letztendlich übers Bucking wirklich fixiert. Da hätten sie das Ganze vielleicht minimal ein bisschen enger fertigen können. Wie aber bei der Scout auch schon angesprochen im Review, einfach hier vorne eine Lage PTFE-Band rumwickeln, dann das Ganze reinpressen und dann sitzt der Lauf da bombenfest einmal drin. So, also Lauf ist in Ordnung, wie gesagt, Hybrid aufpassen und dann eben auch das Bucking, exakt identisch, auch das Predator 60er Bucking drin und das habe ich euch auch im Review zu der Scout angesprochen, das ist ein bisschen so eine Mischung aus einem Autobot von Maple Leaf und einem R-Hop. Bedeutet, wenn wir hier mal reinschauen und die Patchfläche uns anschauen, ist auch wieder ja wie so ein Dreieck letztendlich, aber der Druckaufbau kommt nur links und rechts zustande. Also wie gesagt, hier große, relativ langgezogene Patchfläche, kommt aber nicht ganz an ein sauberes oder gutes R-Hop einmal ran. Und dann der nächste Punkt, auch die Kombination von dem Lever ist in Ordnung. Wie gesagt, habt ihr vorhin gehört, Schussergebnisse sind wirklich klasse, 0,4, 0,45, aber man benötigt doch relativ viel Druck vom Tensioner oder vom Lever, aufs Bucking, um 0,45 sauber hoppen zu können. Bedeutet, wenn ihr euch mal den Lever anschaut, ihr baut hier den Druck letztendlich nur über 2 so Stege links und rechts auf. Bedeutet, ihr drückt hier wirklich nur das Bucking oder die Fläche links und rechts einmal runter. Da sind moderne R-Hop-Systeme, vielleicht sogar 7 mm Systeme, die über eine komplette Fläche drücken, sind da hier ein kleines bisschen, ja, gerade für so schwere BBs ein bisschen besser geeignet, denn ihr braucht einfach nicht zu viel Druck auf dem Gummi und dementsprechend deutlich weniger Verschleiß. Aber wie gesagt, so wie das Ding out of the box kommt, schießt sie wirklich gut, da können wir gar nicht maulen und ist sogar out of the box meiner Meinung nach immer noch eine der besten Federdruckmodellen. Auch die normale Scout hat ja das gleiche System drin gehabt und auch die hat einfach schon sehr, sehr gut performt.
Also auch hier, wie gesagt, am besten auspacken und spielen. Und wer sich wirklich gut auskennt mit Hop-Up-Systemen, der könnte eventuell sogar auf ein 7 mm R-Hop-System einmal gehen. Dann aber halt aufpassen wegen dem Lever, denn das funktioniert nicht ohne weiteres mit diesem. Bedeutet, hier müsste man sich wahrscheinlich was 3D drucken oder hier unten nochmal was einlegen, damit ihr einfach die große R-Hop-Fläche bewegen könnt. Dadurch braucht ihr einfach deutlich weniger Druck oder deutlich weniger Reibung vom Bucking, um die BBs hoppen zu können. Also wie gesagt, das ist alles in Ordnung, da können wir nicht schimpfen. Auch das Bucking passt, auch die Abdichtung vom Zylinderhead zum Bucking ist hervorragend. Nur die Designentscheidung von Modify, dass sie jetzt hier nochmal so spezielle so Dichtungen ans Bucking einmal ranmachen, verstehe ich jetzt leider nicht ganz, denn so ist man leider dazu angewiesen, bei normalen Buckings mit ein kleines bisschen PTFE-Band zu arbeiten. Denn normale VSR-Buckings oder auch GBB-Buckings haben natürlich diese seitlichen Dichtlippen hier nicht. Und dadurch könnte es passieren, dass das Bucking einfach nicht ganz so press einmal drin sitzt. Und wie gesagt, da macht man sich dann einfach da vorne eine Lage PTFE-Band dann rum und gut ist. Und dann kann man eben auch normale oder andere VSR-Buckings einmal verwenden. Wie gesagt, ist gut umgesetzt, performt sauber, 04, 045 rein und Spaß haben, würde ich sagen. Wer optimieren möchte, nur wer sich wirklich auskennt. Und wie vorhin auch schon angesprochen, die neue Umsetzung jetzt über dieses seitliche Rädchen zum Einstellen geht ebenfalls nochmal deutlich schöner wie noch bei der normalen Version über den Gewindestift oder über das Klicksystem. Also hier nochmal etwas feiner über das Gewinde letztendlich von dem Einstellrad. Worauf ihr jetzt natürlich achten müsst bei der Elite-Version, wenn ihr mal ein Bucking tauschen müsst, weil es einfach verschlissen ist, passt auf, die Elite hat immer noch, wie die normale Scout, dieses Schiebersystem hier unten drin. Das ist natürlich aufgrund des Einstellrädchens im oberen Bereich nicht mehr nötig. Das bauen sie halt wahrscheinlich einfach nur noch hin, damit der Lever da irgendwie nicht rumwackeln kann oder sowas, denn letztendlich baut ihr ja den Druck hier oben auf. Bedeutet, ihr drückt letztendlich eigentlich nur, wenn wir es runterbrechen, ganz grob mit einer Schraube, einfach nur hier oben auf das Alu drauf. Mehr macht ihr letztendlich nicht. Da eben aufpassen bei der Montage, dass ihr den Schieber eben komplett auf Nullstellung hinterschiebt. Ansonsten habt ihr natürlich komplett kontinuierlich Druck auf dem Bucking drauf, was ihr nicht haben wollt. Also bei der Montage komplett nach hinten schieben, damit eben kein Druck oder kein Hop letztendlich aufgebaut wird. Und dann könnt ihr das ganze System ganz normal wieder zusammenbauen. Gut Leute, das soll es für heute schon gewesen sein. Wie gesagt, relativ kurzes Update-Video. Die meisten Punkte zu der Scout haben wir uns bereits vor einem Jahr schon im kleinsten Detail einmal angeschaut. Dementsprechend, wie gesagt, heute nur sehr, sehr kurz und knapp so ein kleines Update zu der Elite-Variante. Dennoch werde ich mein Fazit ein kleines bisschen aufarbeiten, noch ein bisschen Erfahrungen mit einfließen lassen. Und da fangen wir erstmal bei den Pluspunkten an. Was weiterhin Modify einfach richtig macht, ist die gesamte Qualität. Bedeutet, der Schaft fühlt sich einfach mega schön an, tolle Oberfläche, Verarbeitungsqualität hervorragend, keine unsauberen Stellen irgendwie vom Spritzgießen oder sowas. Fühlt sich einfach richtig an. Auch der Receiver aus Aluminium sitzt sauber drin, von der Passgenauigkeit alles wirklich klasse. Dementsprechend gesamte Verarbeitungsqualität komplett durch die Bank durch, wirklich klasse von Modify. Weiterhin auch wieder ein Pluspunkt ist natürlich das gesamte System ein kleines bisschen. Bedeutet, es ist einfach ein bisschen moderner wie eine VSR, sage ich mal. Der Abzug ist zwar ein kleines bisschen schwammig, dafür aber kein hoher Widerstand irgendwie drin. Auch ein bisschen schöner wie bei einer Tech 41 von Silverback zum Beispiel. Und auch innen drin der Zylinder, es ist alles grundsolide und schön konstruiert, muss man sagen. Dementsprechend gesamtes System oder gesamter Aufbau finde ich wirklich klasse, gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. Und wenn wir dann gerade schon drüber gesprochen haben, ebenfalls die Internals, würde ich sagen, sind erstmal grundsolide. Bedeutet, das gesamte System hat letztendlich nur eine einzige Schwachstelle und das ist bei der Trigger Unit dieser seitliche Pin, der den Triggersear festhält. Der kann auf Dauer ein bisschen anfangen zu schlackern, zu wackeln und dann wird der Abzug nochmal noch ein bisschen schwammiger und irgendwann ist der Pin halt mal durch. Denn wie gesagt, der wird nur auf einer Seite von dem Trigger Housing gehalten oder geführt und nicht irgendwie über einen großen Pin, zum Beispiel beidseitig. Hier lastet also die ganze Kraft von der Feder nur auf diesem kleinen Mini-Pin. Das ist die einzige Schwachstelle. Ansonsten ist das Ding grundauf solide von den Internals. Toller Receiver, toller Zylinder einmal innen drin. Ich habe nachgemessen für euch auf die Gesamtlänge gerade mal eine Toleranz von 0,1 mm. Auch die Fräsung unten 0,1 Toleranz drauf.
Das ist wirklich klasse. Wenn man sich da mal andere Systeme anschaut und alles mal mit Messschieber nachmisst, da habt ihr da Toleranzen von bis zu 0,5 mm drin, weil teilweise die Zylinder ein bisschen auseinandergedrückt werden. Also das ist von Modify wirklich gut. Der Zylinderhead ist klasse, der Piston innen drin ist klasse. Wie gesagt, da kann man absolut nicht maulen und dementsprechend auch auf die gesamten Internals einen Pluspunkt. Einen sehr großen Pluspunkt gebe ich natürlich wieder auf das Thema Hop-Up-System, denn hier hat man out of the box einfach bereits ein brauchbares Bucking drin. Die Hop-Up-Cover funktioniert wirklich gut. Vom Lever her, ja, gibt es noch Besseres, aber out of the box wirklich klasse. Und was ich super finde von Modify, ebenfalls jetzt eben nicht mehr über den Gewindestift oben TDC zum Einstellen, sondern eben jetzt hier mit diesem Drehrädchen, wo man einfach den Hop richtig schön sauber über Klicks justieren kann. Und es funktioniert einfach nochmal deutlich schöner wie bei der normalen Scout-Variante. Also hier sehr positiv optimiert, muss man sagen, Thema Hop-Up-System. Mit einem R-Hop-System benötigt man zwar ein kleines bisschen weniger Druck von oben, zum Beispiel um 0,45 hoppen zu können. Aber Leute, solange das Zeug out of the box funktioniert, kann man da definitiv nicht schimpfen. Also gesamtes Hop-Up-System, TDC-System gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. Und der letzte Pluspunkt ist auch die gesamte Haptik. Bedeutet natürlich, wie gerade schon angesprochen, der Schaft, Qualität super. Auch diese Körnung oder die Oberfläche ist einfach schön, wie sich das Ding anfühlt, wenn er mal versucht, das alles ein bisschen zu verwinden. Es fühlt sich einfach richtig an. Dementsprechend auch Thema Haptik, wie auch bei der normalen Scout-Version, weiterhin ein Pluspunkt. So, jetzt habe ich aber heute ein paar kleine Neutralpunkte, wo wir drüber sprechen müssen. Kleiner Neutralpunkt ist Thema Volumen. Bedeutet, wenn ich die normale Scout hernehme, die hat bei mir 2,9 Joule und hat eine Lauflänge von 3,65. Die Elite, natürlich gleicher Zylinder, aber Lauflänge sind jetzt 450. Und dadurch ist meiner Meinung nach bei der Version, um auf 2,8 Joule hochzukommen, eine etwas minimal stärkere Feder drin, da eben weniger Volumen eben für die Lauflänge vorhanden ist. Dadurch geht die Elite ein kleines bisschen schwerer zu repetieren, da man einfach mehr Federkraft komprimieren muss natürlich. Also hier, wie gesagt, ganz kleiner Neutralpunkt, geht ein bisschen schwieriger zu repetieren, ein bisschen schwerer. Ich gehe davon aus, dass es eben am Volumen liegt. So, der nächste Neutralpunkt, das hatte ich jetzt zum Beispiel, da habe ich bei der normalen Scout zum Beispiel gar nicht. Der Kammerstängel ist jetzt hier ganz normal gleich geblieben, aber der hat jetzt hier so einen fetten, großen, schweren Knopf dran. Und dadurch muss ich hier leider einen kleinen Neutralpunkt geben, denn der schwabbelt da ziemlich stark drin rum, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht. Das ist bei der normalen Scout, wenn ihr einfach nur diesen normalen dünnen Knopf da dran habt, diesen Ball nenne ich es jetzt einfach mal, da ist es eben nicht so oder fällt einfach nicht so gravierend auf. Also hier ein bisschen arg schwammig das Ganze, muss ich sagen. Und auch vom Repetieren da oben muss man ein kleines bisschen aufpassen, habe ich euch in der Nahaufnahme gezeigt. Da rubbelt's ein bisschen das Material ab. Bedeutet, wenn man ein bisschen schräg den Zylinder nach vorne bewegt, um das System wieder zu schließen, dann fährt man hier jedes Mal ein kleines bisschen krumm oben in diese Führung rein und dadurch scheuert es hier oben ein kleines bisschen das Material auf. Auch das ist bei meiner Scout noch nicht so gravierend. Auch das gehe ich davon aus, dass es vielleicht aufgrund des etwas, ja, oder vielleicht, dass man Zylinder vielleicht aufgrund des etwas längeren Kammerstängels vielleicht ein bisschen schräg drückt oder sowas und dadurch eben dieser leichte kleine Verschleiß entstehen könnte. So, nächster kleiner Neutralpunkt, ebenfalls habe ich euch auch gezeigt. Ihr habt jetzt kein lautes und starkes Kratzen beim Repetieren. Das ist nicht der Fall. Allerdings läuft der Zylinder nicht vollständig in den Gleitringen, sondern ebenfalls im Receiver innen drin. Bedeutet, ihr schleift eigentlich den Stahlzylinder über die eloxierte Aluminiumbeschichtung einmal drüber. Denn die Gleitringe sind hier vom Innendurchmesser, wo der Zylinder drin läuft, exakt genauso groß vom Durchmesser wie der Receiver innen drin. Also die bringen rein theoretisch gar nichts. Normalerweise sollte der Zylinder nur in den Gleitringen laufen und nicht komplett im Zylinder. Wie gesagt, natürlich, dadurch wird er schön geführt. Ihr habt viel Fläche innen drin, wo der Zylinder geführt wird. Dadurch, aber wie gesagt, dadurch schleift ihr auch ein kleines bisschen am Alu innen drin. Nichts Gravierendes, ganz kleiner Neutralpunkt. So, ebenfalls einen kleinen Neutralpunkt muss ich auch heute leider wieder geben, Thema Lieferumfang. Jetzt kostet das Ding mittlerweile 600 €. Und Modify hält es immer noch nicht für nötig, dass sie uns hier irgendwie diese Sling-Swivel mit reinpacken. Die müssen wir nochmal extra kaufen, ansonsten können wir gar keinen Trageriemen an dem Ding montieren.
Und dann bewerben sie bei sich auf der Webseite sogar, ja, jetzt mit Gewinde. Ja, und was? Es ist ein 14 mm innenliegendes Gewinde und ich habe keinen Adapter im Lieferumfang dabei. Bedeutet, ich darf erstmal wieder schauen, wenn ich da irgendwie einen Schalli drauf montieren möchte, was das Modell natürlich unnötig lang machen würde, dann brauche ich wieder einen speziellen Adapter für 14 mm innenliegendes Gewinde. Mensch, Leute, Modify, 600 €, schmeißt mir doch zum blöden Gewindeadapter damit gleich mit dabei, wenn mir das Ding schon Elite schimpft. Also hier, wie gesagt, ein bisschen schade, Lieferumfang ausbaufähig und dementsprechend auch der Preis jetzt mittlerweile 600 € gebe ich ebenfalls einen Neutralpunkt. Auch die normale Scout war schon sehr teuer mit 520, 530 lag die, glaube ich, damals. War auch schon damals sehr teuer. Jetzt die Elite 600 dafür, dass man keinen großen Mehrwert hat, meiner Meinung nach, bis auf das Hop-Up-System. Und wie gesagt, die Wangenauflage zum Einstellen, wenn das braucht, natürlich okay. Brauche ich aber nicht unbedingt. Also ich komme mit der normalen Scout wunderbar zurecht. Also wie gesagt, hier Preis 600, kleines bisschen teuer, muss ich sagen. So, und natürlich ein Kritikpunkt, der bleibt weiterhin. Ersatzmagazin, so ein bisschen billiges Acrylplastik. 25 € ist leider weiterhin sehr, 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 sehr teuer und meiner Meinung nach total brutal übertrieben. Wie vorhin schon angesprochen, VSR-Magazin, selbst wenn ihr euch ein Maple Leaf Magazin kauft, wo ihr vielleicht noch mit 5 € Namen mitbezahlt, seid ihr bei 15 € für ein VSR-Magazin. Modify will für ihre Magazine, für die Mod 24, SSG oder halt Scout, 25 € für ein bisschen Plastik. Das finde ich einfach ein kleines bisschen zu teuer. Also hier ein Kritikpunkt letztendlich. Über die Neutralpunkte müsst ihr drüber schauen. Wie gesagt, ich finde immer noch, dass man mit der normalen Scout eigentlich genauso gut fährt und nicht so viel dafür bezahlen muss. Wie gesagt, die Lauflänge reißt jetzt nicht unbedingt raus. Auch die Pickrail oben, wenn ihr normale Montageringe verwendet, geht eine Wafer genauso. Also da ist, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich würde mir immer noch weiterhin die normale Version kaufen. Bis auf das Hop-Up, das finde ich jetzt hier eben bei der Elite ein kleines bisschen besser wegen dem Einstellsystem. Aber funktionieren tun letztendlich beide Modelle. Gut, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Wollt ihr jetzt noch irgendetwas ergänzen? Habt ihr vielleicht mehr Erfahrung? Ich versuche auch immer genau, was ich jetzt auch ansprechen wollte. Natürlich habe ich im Vorfeld meine ganzen Kommentare von dem YouTube-Video von der normalen Scout einmal durchgegangen und habe geguckt, ob es da irgendwie von euch irgendwie nochmal Kommentare gab, ob es irgendwie Probleme gibt oder sowas. Aber da kam gar nichts. Bedeutet, es scheint so, als sei jeder Spieler damit wirklich sehr zufrieden. Ansonsten hätte ich es natürlich einfließen lassen. Wenn ihr dennoch irgendwas ergänzen wollt und vielleicht auch mit eurer normalen Scout mal Probleme hattet oder irgendwas besonders positiv festgestellt habt, dann, wie gesagt, lieben gern immer wieder alles in die Kommentare reinballern, denn ich versuche natürlich auch immer in zukünftigen Videos euer Fazit irgendwo einfließen zu lassen. Also Leute, wie gesagt, wollt ihr was ergänzen oder auch wenn ihr weitere Fragen habt, Kommentarfeld nutzen. Und wenn euch das Video gefallen hat, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich mir immer mega drüber freuen. Und wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.